Hallo, ich bin die Claudia. Hallihallo, ich bin der Hilly und ich habe ganz tolle Erfindungen hier in meinem Haus. Die möchte ich euch gerne einmal zeigen. Ich möchte euch direkt mal das Highlight unseres Hauses zeigen. So, das ist unser Badezimmer. Das Ganze sollte als Thema Meeresgrotte sein. Aus jedem Urlaub brachten unsere Enkel oder Kinder Muscheln mit, die ich zum größten Teil an die Wand geklebt habe. Vor 30 Jahren war das was Besonderes, meine Toilette. Da geht alles automatisch. Wenn man sich nähert, dann geht der Deckel auf, die Musik geht an. Wenn die Musik einem nicht gefällt, kann man klatschen, hört es auf. Wenn man sich dann sein Geschäft macht, hat man Zeit, alles hier im Badezimmer zu beobachten. Und im Anschluss habe ich auch keine Lust zu ziehen oder zu spülen. Das geht ja auch automatisch. Dann nehme ich meine Klobürste, die ja auch automatisch geht, mit einem kleinen Akkuschrauber. Mit Hilfe von Scheibenwischermotoren aus dem Schrott habe ich mir die ganze Steuerung selbst entworfen. Mit Endschaltern und allen technischen Versionen, die ich mir... Da geht es gerade von selber zu und die Welt hat Ruhe. Wieso ich auf die Idee gekommen bin, weiß ich selber nicht. Nur ich bin von Natur aus faul und wenn ich einen Handgriff ersetzen kann, dann erfinde ich was, was mir den Handgriff leichter macht. Ich wollte hier keine rechten Winkel haben. Da ist alles hier so abgerundet. Das ist zum größten Teil Pappe, Teerpappe. Und dahinter sind Holzleisten. Auf dem Boden habe ich noch Steinchen festgeklebt. Aber wir haben uns gestritten wegen des Bodens. Ich wollte einen Boden haben, den ich putzen kann. Und Hilly wollte einen Boden, halt diese Steine, weil das zu einer Grotte gehört. Und irgendwann haben wir den Kompromiss, und da halten wir uns auch heute noch dran, er reinigt diesen Boden. Man muss halt zu Kompromissen immer wieder, muss man zu fähig sein, ne? Sonst klappt so eine Beziehung nicht mit einem Künstler, der verrückte Sachen im Kopf hat. Die Leute fragen tatsächlich, nutzt ihr dieses Badezimmer? Dann sage ich immer, wir haben kein anderes. Das ist das Badezimmer, was wir wirklich auch nutzen. So, wir sind jetzt hier unten im Flur und da sieht man deutlich, dass ich Anhänger vom Regenbogen bin. Hier habe ich überall meine Regenbögen angeordnet. Im ganzen Haus sind über 100 Regenbögen versteckt. Grau kann ich überhaupt nicht leiden. Grau kommt von grausam. An der Tür habe ich nicht nur eine Klingel, sondern mehrere. Ich werde das mal demonstrieren. Diese Klingel ist für die Familie. Andere Klingeln sind in jedem Kinderzimmer und auch noch eine für mich privat. Ich habe für jedes Kind eine Klingel, damit sie ihre Schulfreunde privat empfangen konnte und nicht immer meine Frau oder ich zur Haustür laufen mussten. Hier sieht man meine Flurgarderobe. Die habe ich mir selbst überlegt. Das sind nämlich alles Weihnachtsbäume, zerschnitten und zersägt. Auch die Wände oder die Tür dort sieht man deutlich, das sind alles Reste von Weihnachtsbäumen, die nicht weggeschmissen werden mussten.
So, jetzt zeige ich euch mal meinen Lieblingsraum, meine Apfelküche. Hier in dieser Küche gibt es überall Äpfel. Wenn man da anfängt zu suchen, und das ist ein Lieblingsspiel unserer Kinder gewesen oder unserer Besucherkinder. Ich war Tagesmutter über längere Zeit und immer wenn neue Kinder hier ins Haus kamen, mussten sie natürlich erstmal informiert werden, dass das eine Apfelküche ist, und es wurden dann die Äpfelchen gezählt. Ich habe einen Apfel, da müsst ihr mal mitkommen. Der wurde mir zu unserem Hochzeitstag letztes Jahr geschenkt. Und zwar ist das dieser kleine Apfel, der ist aus Blei, ne? Ja. Da hatten wir Blei an der Hochzeit. Das war die 43. Hochzeit. Und ich wusste das gar nicht, dass das die Blei an der Hochzeit ist. Aber mein Mann macht sich immer schlau. Und dann hat er mir diesen kleinen Apfel selber gemacht. Die Küche habe ich alleine gebaut. Die einzige Hilfe hatte ich, den Baumstamm hier reinzurollen. Der war nämlich 8 Zentner schwer. Das ist das Küchentischbein. Und auf dem ist eine Platte befestigt mit 4 Schubladen ringsum. Oder hier ein Babystuhl mit Apfelsitz, natürlich aus 4 Besenstielen. Das Haus haben wir 1984 gekauft und es war sehr, sehr runtergekommen und eigentlich sollte es abgerissen werden. Aber ich liebe alte Häuser und mein Mann hat es dann in 10 Jahren mühsam renoviert. Und jetzt zeigen wir euch noch unser Wohnzimmer. Das ist direkt nebenan. Da sind auch viele, viele Erfindungen. An diesem Wohnzimmer besonders ist natürlich dieser große runde Tisch, den wir hier seit 40 Jahren stehen haben. Wir haben hier schon manche Familienfeiern mit über 10, 15 Leute können hier an dem Tisch Platz finden. Wir müssen nur ein paar Hocker oder ein paar Bänke reinholen und schon ist die Kaffeetafel oder die Abendgesellschaft gesichert. Besonders stolz bin ich auf meine Raucherschublade. Früher störte das die Erwachsenen und Kinder, wenn ich hier meine Zigaretten rauchte. Im Keller ist ein Ventilator. Man hört hier das Rauschen. Und durch ein Rohr wird die Luft nach außen transportiert. Ich bin ja Diplom-Metallbildhauer, 8 Semester Kunst studiert. Und als Examensarbeit sind Teile hier an der Wand verewigt. Oben sieht man einen riesengroßen Cola-Deckel, ein Kronkorken, den ich als Thema Umweltverschmutzung, die immer größer wurde damals, gewählt hatte. Hier sieht man überall Natur und Technik ineinander übergehend. Ich galt ja früher immer schon als Spinner und deswegen habe ich auch mein Spinnenweben überall verewigt. Er hat sich da verwirklicht und ich kann damit leben, weil ich bin halt auch ein großzügiger Mensch und kann auch dann über Spinnereien auch mal hinweg gucken. Ja, sicher bin ich stolz auf sie. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich nicht so emporgekommen. Was ich mir vor Jahren gewünscht habe, das war mein neues Sofa, das rote Sofa. Und das ist tatsächlich auch mein Lieblingsplatz am Abend. Hier lese ich gerne. Kommt, ich zeige euch mal den Raum, wo ich immer tüftle und bastle. Das ist meine Werkstatt.
Nicht sehr aufgeräumt, aber ich finde alles. Bin gerade dabei, für Weihnachten für eine Enkeltochter, für ihren Pferdestall, ein Gatter zu bauen. Das mache ich aus Haselnussstöckchen. Während der Bauphase des Hauses hier war ich fast täglich hier oben in der Werkstatt. Das meiste habe ich aus dem Schrott und ganz wenig Geld zur Verfügung gehabt. Ich konnte als Lehrer immer höchstens 200 D-Mark im Monat für Holz oder dies oder jenes ausgeben. Eine meiner tollsten Erfindungen ist die sogenannte Heli-Brilli. Das sind 2 Magnete und 2 Gläser. Und die starken Magnete halten die Brille ohne Bügel auf der Nase. Nun möchte ich euch meinen Lieblingsort zeigen, den ich nur mühsam über die Treppe erreichen kann, die ich selbst gebaut habe, aus verschiedenen Stufen, Balken und Bäumen. Vieles im Haus ist ja entstanden, weil ich immer Ideen für meine Kinder haben wollte. Und so ist hier oben ein Märchenwald entstanden. Hier ist mein stilles Lieblingsörtchen. Hier kann ich Fernsehen und rauchen. Meine Frau telefoniert gerne und viel. Und dann bin ich froh, wenn ich hier oben mal meine Ruhe habe. Deswegen verziehe ich mich häufig nachmittags hier hoch. Ja, ich habe alles hier alleine restauriert und mühsam, Woche für Woche. Irgendwann war das Zimmer fertig. Jetzt gehen wir wieder runter zu meiner Frau. Ja, jetzt sind wir hier in unserem Schlafzimmer. Auf die Decke muss man hinweisen, aber da musste der Heli was zu erzählen. Wir waren in Südspanien im Urlaub und am Strand hatte ich 2 Siebe, ein grobes, ein feines, und habe dann stundenlang Sand gesiebt, bis ich einen Eimer voll habe. Und dann habe ich die Decke gestrichen und solange der Lack nass war, feucht war, habe ich dann mit dem Staubsauger den Sand an die Decke gespritzt. Also ich bin ja recht großer Mensch und es passiert natürlich schon mal, wenn ich mich nicht strecke, dass dann auch schon mal Sand runterkommt. Aber das ist ja nicht schlimm, das kann man ja mal wieder aufsaugen. Als Lehrer brauchte ich einen Arbeitsplatz. Den habe ich mir hier in die Ecke eingerichtet. Damit ich die Rundung hinkriegte, habe ich das Holz in der Badewanne über Nacht eingeweicht und dann mit heißer Dusche so stark erwärmt, dass ich es geringfügig biegen konnte, bis es knisterte. Und dann schnell festgeschraubt, dann war es für eine Zeit rund. Für mich ist das Haus ideal. Ich kann mich hier unheimlich wohlfühlen. Ich habe hier viel verwirklichen können und in der Villa Kunterbund fühle ich mich sauwohl. Also ich habe schon immer das Besondere, dass etwas anders gestaltet wird als normal. Das habe ich schon immer geliebt. Das war die Roomtour durch unser buntes Tüftlerhaus. Und wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal und schaut hier rein. Tschüss! Und tschüss!